Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch zu einem sehr spontanen, kurzen Technikvideo begrüßen. Und zwar geht es um das Thema Gate Ion CNC Gearbox. Ihr seht es vielleicht da hinten. Ich bin gerade am VFC M110 dran, am Projektvideo. Bin gerade dabei, die Komponenten ein bisschen zusammenzusuchen, zusammenzusammeln. Und da hat mir jetzt eben Gate für das Projekt diese Ion Gearbox zur Verfügung gestellt. Und da musste ich leider feststellen, dass diese Gearbox gerade im Vergleich zu RetroArms da leider ja doch nicht so stark kompatibel ist oder dass hier und da doch gewisse Probleme auftauchen können, gerade bei modernen SAEGs. Wenn man Bolt Catch Lever hat mit Funktion, zum Beispiel beidseitiges Feuerwahlhebelsystem, macht die Gearbox ein paar Fehler, wo RetroArms besser ist. Und bevor ihr jetzt einfach 135 € ausgebt für eine Gearbox, die da nicht kompatibel ist, möchte ich euch das kurz zeigen, damit ihr auch vorher ein bisschen vergleichen könnt mit eurem Modell, ob das Ding denn überhaupt zu eurem Modell kompatibel ist. Also Leute, macht euch vielleicht ein schnelles Bierchen auf und los geht's. Also Leute, kleines, spontanes Technikvideo in Bezug auf die Gate Ion CNC Gearbox Shell. Ist eigentlich Bestandteil gewesen des Projektvideos zur M110. Jetzt gibt es aber mit dieser Gearbox doch einige Probleme und dementsprechend möchte ich euch eben hier so ein kleines Video liefern, damit ihr einfach im Vorfeld wisst, bevor ihr 135 € für eine Gearbox ausgebt, wo müsst ihr aufpassen oder wo ist das Ganze leider nicht kompatibel. Zunächst mal, ich bin davon ausgegangen, dass die Gate-Teile ebenfalls von RetroArms gefräst werden, da sie ja nahezu identisch aussehen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir aber, RetroArms weiß eigentlich, worauf zu achten ist bei einer Gearbox. Und die Probleme, die man bei einer Ion Gearbox hat, hat man mit einer RetroArms Gearbox nicht. Dementsprechend wird vermutlich das Ding wirklich Gate selbst gefräst haben. Sieht auch ein kleines bisschen anders aus. Gerade hier im vorderen Bereich, wo Retro gerne mal einen Radius hat, ist das Ganze hier im 90-Grad-Winkel. Bedeutet, es wurde nochmal geschliffen, damit es eben hier einen 90-Grad-Winkel gibt und keinen Radius sozusagen. Ansonsten nahezu identisch. So, und jetzt möchte ich euch aber kurz mitteilen, wo es eben Probleme gibt. So, von außen, ja, das Ding ist von außen ein bisschen drüber gelasert, schön und gut, braucht kein Mensch, ob jetzt da irgendwas draufsteht mit Bevel Gear. Ja, ich weiß, dass da das Bevel Gear drin ist, ich weiß, dass da Spur Gear drin ist, also diese ganze Laserung, da hätte man sich meiner Meinung nach sparen können. So, jetzt aber ein paar Probleme. Zunächst, was ich leider sagen muss, das Modell oder die Gearbox wird ausgelegt oder angegeben für 8 mm Lager. Und ja, das ist auch korrekt, aber ein Lagersitz muss immer kleiner dimensioniert sein. Bedeutet, wenn man 8 mm Lager hat, dann darf die Passung fürs Lager keine 8 mm haben. Und genau das ist hier leider bei Gate der Fall. Bedeutet, Gate macht euch hier einfach eine Bohrung rein mit exakt 8 mm. Rein theoretisch oder normalerweise muss ein Lagersitz etwas Untermaß haben. Bedeutet, bei Retro zum Beispiel habt ihr am Lagersitz 7,9 bis 7,95, damit die Lager wirklich schön press und straff in der Gearbox drin sitzen und eingepresst werden können. Bei der Gate Gearbox sitzen die Lager komplett loose. Also ich habe unterschiedliche 8 mm Stahlaufbuchsen und Kugellager durchprobiert. Die könnt ihr alle einfach mit dem Finger reindrücken, werden also nicht sauber verpresst und müssen alle eingeklebt werden. Finde ich schade, da muss Gate definitiv noch etwas dazulernen. Also wie gesagt, Lagersitz leider ein kleines bisschen zu groß. So, der nächste Punkt ist, die Gearbox wird laut Gate ebenfalls angegeben, kompatibel zu VFC. Und das ist leider auch nicht der Fall. Bedeutet ja, jetzt haben sie hier diese Senkung reingemacht für das Feuerwahlhebelsystem von VFC, beziehungsweise das verwenden ja heutzutage auch viele andere Hersteller, welche einen beidseitigen Feuerwahlhebel verwenden. Die haben hier auch eben diese kleine Vertiefung drin oder diese Senkung drin. Wie gesagt, haben viele Hersteller heutzutage mit einem beidseitigen Feuerwahlhebel. Ja, aber die Dinger sind zu klein. Bedeutet, hier verwendet Gate hier einen Durchmesser von 5,5 bis 5,6 mm. Wenn ihr aber das Ganze jetzt zum Beispiel bei einer VFC verbauen wollt, dann muss das Ganze aber 6 mm haben, beziehungsweise 6,05 mm, damit die Zahnräder da vom Durchmesser auch wirklich reinpassen. Also das hier ist ein kleines bisschen zu klein, die Senkung, und dementsprechend können die Zahnräder für den Feuerwahlhebel hier nicht verbaut und nicht installiert werden.
So, und dann kommen wir leider zum größten Problem. Und das ist wie häufig bei diesen CNC-gefrästen Gearboxen das Thema Bolt Catch bzw. Verschlussfang. Viele AR15-Modelle, egal von welchen Herstellern, verwenden eigentlich heutzutage einen Verschlussfanghebel bzw. einen Bolt Catch mit Funktionen. Bedeutet, ihr könnt dann seitlich drücken oder ihr habt ein Modell, was sogar beidseitig ist und dann könnt ihr eben so einen Hop-Up einstellen, Spannhebel zurückziehen, das Blech wird sauber gelockt und dann habt ihr seitlich diesen Hebel dran. So, hier hat Gate leider überhaupt nicht drauf geachtet, bedeutet, wo ihr bei Retro-Arms, bei der VFC-Shell hier vorne gleich das passende Gewinde drin habt und auch den Anschlag drin habt, habt ihr hier bei Gate überhaupt nichts. Bedeutet, ihr seht es hier zwar, ich habe jetzt hier nochmal so einen kleinen Gewindestift angebracht, den musste ich um 6 mm weiter nach hinten versetzen, damit wir hier den Bolt Catch letztendlich oder den Bolt Catch Lever letztendlich wirklich dran montieren kann. So, und jetzt kommen wir aber zum nächsten großen Problem. Und das ist, wie gesagt, das ist wirklich gravierend, denn die Shell ist im vorderen, unteren Bereich eigentlich falsch gefräst. Bedeutet, Gate, könnt ihr hier sehen, Gate zieht hier einen schönen Winkel raus mit einem großen Radius nach unten. Und genau das bricht uns bei sehr vielen Modellen das Genick. Denn normalerweise ist eine Standard V2 hier deutlich eckiger. Bedeutet, die zieht sich nochmal hier noch ein bisschen weiter gerade nach hinten und kurz vor der Schraube geht sie dann nach unten. Und das könnt ihr auch gerne mal vergleichen mit einer Retro-Arms CNC Gearbox. Wenn ihr euch mal Bilder anschaut, die geht hier auch nach hinten und dann bringt hier Retro-Arms eben nochmal so einen kleinen Radius ein bisschen nach oben versetzt an. Und das ist eben wichtig, denn wenn ihr euch mal die Original VFC-Shell zum Beispiel mal anschaut, seht ihr, die geht hier gerade nach hinten und gerade bei der Schraube geht sie gerade nach unten. Bedeutet, die hat hier eben nicht diesen Steg oder diesen Winkel sozusagen drin. Und das ist eben wichtig, das darf nicht sein, denn ihr bekommt so keinen Verschlussfang oder keinen Bolt Catch Lever mit dieser Gearbox verbaut. Denn natürlich, der Bolt Catch Lever, egal ob ihr euch jetzt E- und C-Kniften anschaut mit dem Bolt Catch Lever oder Syma-Kniften anschaut, ist es ja wurscht. Die gehen immer vom Schützen aus auf der linken Seite, gehen sie immer mit so einem Steg rüberwärts auf der gegenüberliegenden Seite und haken dann irgendwo auf der anderen Seite bei diesem Bolt Catch Lever letztendlich ein. Bedeutet, ihr habt immer so einen Steg unten an der Gearbox vorbei. So, und genau das ist eben das Problem. Ist hier nicht möglich zu verbauen. Bedeutet, wenn ihr die Gearbox irgendwo in eine Standard AR15 einbauen wollt, wo so ein System verwendet wird, dann müsst ihr eigentlich komplett auf den Bolt Catch Lever verzichten und ihr müsst sogar einen anderen Bolt Catch Lever verbauen, wo hier eben dieser Übergang oder diese lange Stange auf die andere Seite darf nicht verbaut sein. Bedeutet, ihr müsst letztendlich diese Funktion vollständig deaktivieren. Aufgrund eben dieses Winkels hier unten. Kann ich euch mal kurz demonstrieren. Bedeutet, ja, ich könnte jetzt hergehen und könnte jetzt an meinem angebrachten Gewindestift, könnte ich jetzt den Bolt Catch Lever von VFC verbauen. Ja, aber ich komme auf der gegenüberliegenden Seite nicht unten durch. Bedeutet, ich kann das Ding nicht einhaken, da hier einfach zu viel Material im Weg ist. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem an der Gearbox. Also da hätten sie ruhig hier nochmal ein bisschen stärker zurückfräsen können und hier einen etwas kleineren Radius anbringen können, damit man hier einfach ein kleines bisschen mehr Spiel in der ganzen Geschichte hat und entsprechend auch solche Bolt Catch Lever verbauen zu können. Ist hier also standardmäßig leider nicht bei jedem Modell irgendwie möglich. Da muss leider Gate ebenfalls nochmal bei der nächsten Charge nachbessern, würde ich behaupten. Ansonsten macht für mich diese Gearbox, so wie sie aktuell ist, recht wenig Sinn, denn eben aufgrund dieser Fräsung da vorne nicht unbedingt immer kompatibel. So, und dann ist mir noch ein Punkt aufgefallen, wo Gate auch nochmal nacharbeiten könnte, und das ist die Länge des Spring Guides. Denn natürlich, man hat auch bei dieser Gearbox, wie bei Retro Arms auch, hier hinten eben dieses QC oder diesen Quick Change, also Federschnellwechselsystem drin. So, jetzt passt mal auf, ich lege jetzt, ihr könnt das vielleicht sehen, warte mal, ich presse jetzt hier den Spring Guide mal hinten gegen die Arretierung. Und vielleicht könnt ihr es im Video erkennen, der Spring Guide geht relativ tief in die Gearbox rein, bedeutet hier hinten ist noch ein Versatz. Wartet, ich klappe mal nach unten, könnt ihr das hier unten sehen? Das ist ungefähr ein Versatz von 0,6 bis 0,7 mm, wo der Spring Guide quasi tiefer in der Gearbox drin sitzt.
So, und dadurch haben wir jetzt leider auch ein kleines Problem, denn so ist die Gearbox leider auch nicht zu jedem Piston kompatibel. Ich habe jetzt genau einen Piston da gehabt, der gerade so mit Ach und Krach passt. Alle anderen Pistons, die ich da hatte, sind nicht kompatibel. So, kleiner Punkt, da eben der Spring Guide tiefer drin sitzt und wir rotieren jetzt einfach mal das ganze System, lassen den Piston mal nach hinten fahren, bis auf Maximum Position. So, bedeutet genau hier, so seht ihr, hier würde der Piston jetzt einmal aushaken, er steht aber jetzt bereits hinten am Spring Guide an und wir sind hier vorne noch nicht ganz aus dem Zahn draußen. Bedeutet ja, es wird jetzt hier bei dem Piston, das ist ein Retro-Arms-Piston, da geht's aufs Zehntel genau, bedeutet, wenn ich jetzt noch ein bisschen drehe mit ein bisschen Kraft, dann kann der aushaken. Jeder andere Piston ist ca. 0,1, 0,2 Millimeterchen. Ein Fitzelchen länger, das ist überhaupt nichts und ist eigentlich immer zu allen Gearboxen kompatibel. Bei dieser Gearbox nicht, denn der Piston steht euch dann hinten am Spring Guide an und euer Sektorgear kann nicht aushaken. Bedeutet, ihr ramponiert euch vorne am Piston, den vordersten Zahn letztendlich oder entsprechend den letzten Zahn, oder ihr ramponiert euch den letzten Zahn vom Sektorgear, da das ganze System sich verklemmen wird. Also auch hier muss Gate hergehen und muss jetzt hier letztendlich bei den Flossen oder bei den Flügeln vom Spring Guide, müssen sie hier im hinteren Bereich jeweils pro Seite nochmal 0,5 mm abtragen, damit der Spring Guide eben minimal ein bisschen weiter zurückkommt und sich entsprechend die Pistons nicht verklemmen können. Also auch hier, wie gesagt, ausbaufähig, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das nicht irgendwie von Gate mal auf Dauer mit mehreren Pistons probiert wurde oder getestet wurde. Hätte ich so leider nicht auf den Markt gebracht, denn wie gesagt, wenn da sich jetzt ein Kunde die Gearbox kauft und irgendeinen Piston reinbaut und sich denkt, ja, ist ja alles kompatibel, ja, dann kann er ganz schnell sein Piston oder sein ganzes System schrotten. Also auch hier leider ausbaufähig. So Leute, und wie gesagt, es soll schon gewesen sein, nur so ein kleines Video eben zu dieser Ion Gearbox. Ich kann das Ganze leider so nicht verwenden, nicht verbauen, da eben die Kompatibilität seitens Gate nicht ganz so geil ist wie bei Retro-Arms. Und entsprechend muss ich das ganze Projekt jetzt pausieren. Ich habe mir jetzt bei WSS Berlin gerade nochmal eine Retro-Arms Gearbox bestellt für VFC-Modelle. Und die ist eben zu allen diesen Punkten, die ich jetzt gerade angesprochen habe, deutlich kompatibler. Bedeutet, ihr könntet auch die VFC-Version von Retro hernehmen bei einer Standard Syma oder sowas, denn die hat eben auch dieses beidseitige Feuerwahlhebelsystem. Ihr könnt hier diesen Verschlussfanghebel montieren, ihr könnt hier seitlich durchmontieren unten. Und hier muss ich sagen, da ist eben die Ion Gearbox leider nicht ganz so geil. Also da muss Gate definitiv nochmal drüber schauen. Vor allem, das ist ja jetzt schon die zweite Revision. Da ist sicherlich nochmal eine dritte definitiv nötig, meiner Meinung nach. Also hier so eine kleine Übersicht, wenn ihr jetzt eine Standard AR-15 habt, irgend so ein Billigbomber, der so oder so kein Bolt Catch Lever oder sowas hat, dann könnt ihr natürlich diese Gearbox verwenden, keine Frage. Mir geht es jetzt aber hauptsächlich eben um die modernen Modelle, die eben alle einen Bolt Catch Lever haben, die alle einen beidseitigen Feuerwahlhebel haben, wo eben die Gearbox rein theoretisch passen muss. Und genau hier passt sie leider nicht. Also achtet vorher wirklich penibel drauf, auf sämtliche Maße, schaut euch eure Original-Gearbox an. Braucht ihr hier eben einen kleineren Radius hier vorne, müsst ihr mit dem Verschlussfang oder mit dem Bolt Catch Lever hier durchfahren, unten durch. Braucht ihr hier seitlich einen Hebel zum Montieren? Wenn ja, spart euch diese 135 €, denn da werdet ihr leider nur Probleme damit haben. Gut Leute, und damit verabschiede ich mich heute schon. Wie gesagt, nur ein ganz kleines, spontanes Video, da es sich jetzt eben gerade angeboten hat, weil ich eben gerade an diesem Projekt dran bin. Habt ihr jetzt noch weitere Fragen? Habt ihr mit dieser Gearbox ebenfalls Probleme gehabt? Oder habt ihr ein Modell, wo sie wirklich super reinpasst? Dann wisst ihr ja Bescheid. Jederzeit einmal Kommentarfeld unten nutzen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ebenfalls Kommentarfeld nutzen, und wenn es gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon da lassen. Ich würde mich mega drüber freuen und wir sehen uns dann vielleicht schon morgen oder übermorgen zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.